Ich hatte einen Fall, da ging es auch um moderne Fahrzeuge. Da kam tatsächlich ein Rallye-Fahrer zu mir. Er fährt aktuell WRC oder fuhr damals aktuell WRC. Und nach der Saison kauft er die Rallye-Autos immer, mit denen er unterwegs war. Die gehen dann in den Großhändler und kommen dann in einen Pool rein und dann werden die verkauft. Weil die Fahrzeuge häufig dann nicht mehr kompetitiv sind oder weil Abnahmen ablaufen etc. Aber diese Autos gehen dann in seine Sammlung rein, kann man nachvollziehen. Und bei dem einen oder anderen Auto hat er durchaus Zweifel daran, was mit dem Auto sei. Und hat das, irgendwas stimmt mit dem Auto nicht. Und er brachte uns den Wagen und sagt, bitte guckt euch mal die Fahrgestellnummer an. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob mit dem Auto alles in Ordnung ist. Und ob es das Auto ist, mit dem ich eigentlich gefahren will. Und wir haben uns die Fahrgestellnummer angeguckt und siehe da, das Röntgenbild hat völlig klar gezeigt, dass wirklich rundherum um die Fahrgestellnummer geschweißt worden war. Aber eben nur um die Fahrgestellnummer. Hier ist alte Schule, die goldene Ära des Automobils. Und mein Name ist Carsten Arndt. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Heute wird es mal wieder etwas technisch bei mir und dazu muss ich etwas weiter ausholen. Ich bin nämlich auf einer Messe mal mit Mitja Bartsch von FSP TÜV Rheinland ins Gespräch gekommen und da haben wir uns über Gutachten, die Echtheit von historischen Fahrzeugen und die Gutachten der Zukunft unterhalten und das war so interessant, dass ich das unbedingt mal mit euch teilen wollte. Mitja meinte aber, dass er noch einen Kollegen hätte, der sich hauptsächlich genau um diese Echtheitsthematik kümmert und das ist Sebastian Hoffmann. Er ist der Leiter der Forensik im Rahmen der Klassik-Kompetenz von FSP TÜV Rheinland und ihn habe ich in der Klassikstadt in Frankfurt besucht und es gibt tatsächlich noch schlimmere Arbeitsplätze, wie mir aufgefallen ist, denn ständig wird dort irgendwo ein Supersportwagen angelassen und man dreht da am Tag nicht nur einmal den Kopf Richtung Fenster, um zu sehen, was da gerade warm gefahren wird. Jetzt soll es aber um Gutachten und kuriose Fälle aus dem Berufsalltag gehen. Viel Spaß mit Sebastian Hoffmann. Wir haben damit angefangen 2016 etwa und es war so, dass wir mehr und mehr eigentlich als Sachverständige mit Fahrzeugen konfrontiert waren, von denen wir gar nicht mehr so genau wussten, was sie eigentlich sind. Und das heißt, die Identität der Fahrzeuge war nicht so hundertprozentig klar. Und dann haben wir uns überlegt, wie kriegen wir das eigentlich hin, dass wir der Identität dieser Fahrzeuge auf die Spur kommen. Was kann man da tun? Und dann hatten wir 2016 so ein Projekt, Anfang 2016 war das, so ein Projekt, das hatten wir so als Arbeitstitel, forensische Wochen hatten wir das genannt. Mhm. Das heißt, wir wollten uns einfach mal unterschiedliche Methoden anschauen, die es so aus anderen Bereichen gibt. Ne? Also aus der Metallurgie, aus der Röntgentechnik, aber beispielsweise auch aus der Kunst und Kunsthistorik. Mhm. Und da haben wir versucht, eben bestimmte Methoden, die es schon gibt, sozusagen so für uns zu adaptieren und experimentell damit umzugehen, damit wir eben rauskriegen können, ob das tatsächlich für unseren Bereich anwendbar ist. Und da haben wir viel recherchiert, haben viel mit Leuten gesprochen, auch mit alten Hasen aus der Sachverständigenszene gesprochen und haben dann versucht rauszukriegen, mit welchen Methoden denn die schon zu tun hatten und ob die überhaupt noch zum Einsatz kommen. Und tatsächlich muss ich sagen, war das relativ ernüchternd. Da kam nicht so viel bei rum. Ja, also so viel Erfahrung hatten die Kollegen damit noch gar nicht. Da wurde viel gemunkelt, da wurde auch viel spekuliert. Und dann hätte man was von bestimmten Dingen mal was gehört. Aber so richtig konkret gemacht hat es dann irgendwie doch noch keiner. Also es war mehr so ein bisschen so ein Probieren. Es war ein Probieren, ja. Das haben wir dann intensiv, so 1-2 Wochen haben wir das gemacht. Da haben wir mit Säuren gearbeitet, da haben wir uns mal Röntgenspezialisten kommen lassen, da haben wir uns dann Metallurgen mal eingeladen. Und dann haben wir geguckt, okay, in welche Richtung könnte das gehen? Welche von den Methoden macht denn Sinn, dass man das mal ein bisschen näher verfolgt? Und so ging das los. Du hast ganz früh, hast du erzählt, bei HK Engineering gelernt mal. Ja. Eine Ausbildung gemacht. Ja. Was hast du da gelernt? Ich habe Fahrzeugrestaurierer gelernt. Ne? Also okay. Mechatroniker hieß das damals noch. Heute gibt es ja auch den Berufsstand des Fahrzeugrestaurierers. Ja. Und HK Engineering war sozusagen meine erste konkrete Anlaufstelle. Und da hatte ich natürlich mit tollen Autos zu tun. Ja. Da gab es den 300 SL, Rennversionen und sehr originale Autos. Der Hans Gleißl, der hatte immer ein ganz besonderes Faible gehabt für sehr originale Autos, was ich immer sehr interessant fand. Mhm. Insbesondere, weil man die auch riechen konnte. Mhm. Also das ist ein Sinnesorgan, was der Sachverständige häufig gar nicht einsetzt, aber in dem Fall war es interessant. Und wenn man die originalen Autos, die konnte man riechen. Und das fand ich super. War gut, ja. Da gab es aber auch schon so erste Untersuchungen mit der Säure, oder? Ja, also wir hatten häufiger mal natürlich auch sachverständige Gutachter bei uns im Haus und ich habe denen immer sehr interessiert über die Schulter geguckt und ich fand das immer sehr interessant, was die so machen und wie die mit dem Thema so umgehen.
und welchen Auftrag die haben. Und ein, zwei Mal waren eben so Fragestellungen, dass man eben schauen wollte, ob das Auto denn berechtigterweise noch die Identität trägt oder ob die mal verändert wurde. Also sprich, ob die Fahrgestellnummer in irgendeiner Form verändert worden war. Das kann ja durchaus sehr profane Gründe haben. Und da wurde dann eben auch schon mal mit Säure gearbeitet und das habe ich mir sehr genau angeguckt und das waren so die ersten Erfahrungen, die ich damit gemacht habe, aber eben tatsächlich wirklich nur als Zuschauer, aber auch Bewunderer der großen Kunst. Aber mit Säure, da kräuseln sich einem schon die Fußnägel, das heißt natürlich Originalsubstanz kaputt machen, in Anführungszeichen, oder? Also man muss ein bisschen Lack abkratzen und man muss mit Säure ans Blech. Naja gut, bei der Fahrgestellnummer ist es ja sehr häufig so, dass die Fahrgestellnummer eben auch wirklich blank ist. Das ist bei sehr vielen, auch restaurierten Fahrzeugen so. Man macht das ganz bewusst, damit sie eben einfach gut ablesbar ist. Insofern ist es unkritisch, auch in dem Moment mit Säure da ranzugehen. Das ist ja sehr, sehr niedrig konzentrierte Säure. Aber natürlich muss man schon wissen, was man tut. Und man muss da auch sehr vernünftig mit umgehen und auch aufpassen, dass man nicht andere Dinge in der Peripherie zerstört damit. Ne? Und was kann man mit der Säure genau feststellen? Naja, also man kann feststellen, wenn Gefüge verändert worden ist, nicht? Also aus dem Maschinenbau kennt man das ist der sogenannte Baumann-Abdruck. Das ist ein stehender Begriff im Maschinenbau, wo man eine Prüfung macht, wenn man zum Beispiel gucken möchte, ob geschweißt worden ist. Ja, wenn man also ein Werkstück hat, das ist blank geschliffen und man geht da mit niedrig konzentrierter Säure dran, dann wird die Schweißnaht wieder sichtbar und zwar zeichnet die sich so schwarz wieder ab. Ich hatte jetzt kürzlich einen Fall, da haben wir auch wieder mit Säure gearbeitet. Das war ein Porsche 550 und da war eben auch nicht ganz klar, was da unter diesen Nummern drunter war. Und die Säure konnte es tatsächlich teilweise wieder sichtbar machen, dass da mal andere Schlagzahlen drunter gewesen sind. Tatsächlich, ja. 550, also das ist auch schon ein Millionenauto. Ne? Ja, ist schon was Besonderes. 3-4 Millionen. Ja. Und also ihr geht dann mit der Säure quasi an die Fahrgestellnummer und dann sieht man, es wird mal rausgetrennt und neu reingeschweißt. Genau, also man muss es natürlich genau, also ich mache das immer mit Knetmasse zum Beispiel, mit einer speziellen Knetmasse wird das also umrandet, damit da nichts weglaufen kann. Und dann muss man das Werkstück, das Substrat muss man anschleifen, das muss sehr vorsichtig gemacht werden und also man muss eine relativ glatte, sehr polierte Oberfläche haben. Das heißt, man muss schon auch ein bisschen mechanisch an die Fahrgestellnummer ran und dann wird die Säure eben aufgetragen. Und es kann eben sein, dass durch den Säureauftrag alte Schlagzahlen wieder sichtbar gemacht werden können. Also erstmal beim Schleifen war das Gesicht des Besitzers lang und nachher beim Sehen der Schweißnaht noch länger, ne? Ja, genau. Ja, okay. Genau, ja. Also, und was war das dann nachher? Also jetzt in dem konkreten Fall, einfach nur so der interessenshalber, war das ein gefakter 550 oder war das einfach? Nein, das Auto war vollkommen in Ordnung, aber es ist eben häufig so, dass gerade bei Rennfahrzeugen es durchaus vorkommen kann, dass Identitäten verändert werden oder verändert worden sind. Das mag nichts damit zu tun haben, dass man die Fahrzeuge bewusst verändern oder fälschen möchte, sondern es kann sehr profane Gründe haben, nämlich zum Beispiel, dass für ein bestimmtes Rennfahrzeug gewisse Abnahmen schon erfolgt sind. Jetzt verunfallt ein Auto, man hat eventuell noch ein TK, das man zum Einsatz bringen möchte, auf das aber noch keine Papiere laufen. Was macht man also? Man nimmt also die Identität des einen Autos und überträgt sie auf das andere Auto. Das kann ein profaner Grund sein oder Verzollungsthematiken, also sehr, sehr einfache Gründe, weil man ja mit Rennfahrzeugen sozusagen nur einen einzigen Zweck hatte. Die haben ja nur den Zweck, an diesem einen einzigen Rennen teilzunehmen und da schnell zu fahren. Das ist das, was sie tun sollen. Und deswegen geht man natürlich mit der Identität dieser Fahrzeuge sehr hemdsärmelig um. Ist gerade wurscht, ja. Das ist einfach egal. Ne? Es geht ja nur um das Auto, was schnell fährt und auch um den Fahrer, der dort schnell fahren soll. Aber das Auto an sich ist eigentlich gar nicht so sehr wichtig. Zumindest dessen Identität natürlich nicht. Und deswegen kann das sehr häufig vorkommen, dass eben bei Rennfahrzeugen die Identitäten durchaus fraglich sind. Das ist eigentlich ganz interessant, also dass man natürlich an Rennstrecken noch nicht an den Sammlerwert damals gedacht hat, ne? Oder an den heutigen Sammlerwert, sondern gemacht hat, was man wollte. Und jetzt könnt ihr euch damit rumschlagen. Aber ist natürlich auch ein ganz interessanter Berufszweig geworden. Die Initialzündung war aber ein Auto im Deutschen Museum für eure forensischen Wochen. Und das musst du mal erzählen, weil das ist fantastisch. Mitunter auch, ja. Das war ein spannender Fall. Das war ja gar nicht mein Fall. Aber ich habe von einem Auto gehört im Deutschen Museum, das dort stand. Das war ein BMW Stromlinien-Coupé. Ja. Ich hoffe, dass ich die Geschichte jetzt richtig wiedergebe, ist schon ein paar Tage her. Ja. Aber im Wesentlichen war es so, dass man wissen wollte, wie der Zustand von diesem Auto eigentlich ist. Das hat eine ganz besondere stromlinienförmige Karosserie. Das war ein Rennwagen damals. Und man wollte wissen,
wie sieht das eigentlich unter der Karosserie, wie sieht es da eigentlich aus? Denn man hatte also einen Holzrahmen mitunter dort drunter und man wollte wissen, wenn wir das Ding anpacken und wenn wir es restaurieren, zu was restauriert man das eigentlich hin? Beziehungsweise, bevor wir es zerlegt haben, wie ist denn der Zustand des Holzrahmens beispielsweise darunter eigentlich? Und wenn wir es auseinandergerissen haben, kriegen wir es vielleicht gar nicht mehr vernünftig zusammen. Oder wir tun uns da die Büchse der Pandora auf und haben ein Riesenproblem. Und aus diesem Grund hat man das Fahrzeug, man hat das gereinigt. Und zwar hat man das beim Fraunhofer Institut gemacht. Und ich habe einen Vortrag eben zu diesem Vorgang gesehen und auch gehört. Und das war so hochauflösend, dieser Fahrzeugscan, den die gemacht haben, dass man mehr oder weniger virtuell durch dieses Fahrzeug durchlaufen konnte. Und das hat mich unglaublich fasziniert. Das war toll. Also man hätte sich so theoretisch auf den virtuellen Kolben dieses Fahrzeuges stellen können und die Zylinderwände anschauen. So genau. Und das war schon sehr, sehr präzise. Unglaubliche Datenmengen natürlich. War das ein Bild oder war das irgendwie speziell? Nein, man konnte das tatsächlich, also man konnte 3D durch dieses Fahrzeug durchlaufen sozusagen. Das war ein 3D-Scan, der glaube ich 48 Stunden gedauert hat. Ach so, okay. Und dieses Fahrzeug hat man eben auf einen Drehteller gestellt. Ja. Und hat es dann stückweise gedreht und immer wieder gereinigt. Wow. Und das war toll. Und dann dachte ich mir, das brauche ich auch unbedingt. Ich habe dann gefragt, was es kostet, sowas zu machen. Und dann wurde mir irgendwie zugetragen, ja, also da braucht man wohl auch einen eigenen Spannungswandler, also fast ein eigenes Kraftwerk dafür, um die Maschine so zu betreiben. Und ich glaube, die Kosten lagen bei über 100.000 Euro. Also es war abstrus teuer, sowas zu machen. Für dieses eine Bild, für dieses Fahrzeug sozusagen, also für diese eine Datei. Ja. Okay. Ja. Und dann dachte ich, okay, das kommt vielleicht für meine Tätigkeiten nicht in eine Serie in Frage. Kommt auch für die wenigsten Wagen in Frage. Wobei, wir sitzen hier in der Klassikerstadt, also wenn man hier lang geht, ich meine, hinter uns steht 906, also die Autos sind ja auch einiges wert. Also da lohnt es sich vielleicht dann schon mal genau unter das Blech zu gucken. Aber ihr macht das auf eine etwas günstigere Art und Weise. Was ist denn da bei euren forensischen Wochen dann rausgekommen? Also welche Methoden haben sich denn jetzt so im Kraftfahrzeuggutachten etabliert? Ja, also das kann man ganz klar sagen. Also wie gesagt, die Säure-Aids-Analyse, beispielsweise nach Fry, so nennt man das, die kommt immer noch zum Einsatz, also eine althergebrachte Methode. Aber wir haben verschiedene Röntgensysteme angeschafft, die uns helfen, Autos auf die Spur zu kommen. Dann haben wir das sogenannte magnetooptische Resonanzverfahren auch bei uns in der Systematik implementiert. Das hilft uns, einen ersten Eindruck darüber zu gewinnen, wie die Fahrgestellnummer beschaffen ist oder andere Nummern am Fahrzeug, wie deren Zustand ist oder ob da gegebenenfalls mal andere Ziffern drunter gelegen haben. Und was wir sehr stark einsetzen, ist vor allem die Spektralanalyse, um Material, insbesondere Stähle und Aluminium, zu datieren. Fangen wir gleich mit der Spektralanalyse an. Habt ihr da so einen Katalog, also wie damals Metalle beschaffen waren? Also nehmen wir jetzt mal tatsächlich den 906, also oder irgendwelche Stahlrohre oder so bei historischen Autos, historischen Rennautos. Also ihr wisst, dass bestimmte Legierungen damals noch gar nicht auf der Welt waren sozusagen, oder? Also es ist ganz unterschiedlich. Es gibt also verschiedene Fahrzeuge, bei denen man natürlich genau weiß, wie sie gemacht wurden und aus welchem Material der Rohrrahmen besteht. Beim Mercedes 300L zum Beispiel ist der Rohrrahmen ähnlich aufgebaut wie bei einem Fahrrad. Und auch das Material ist tatsächlich sehr ähnlich von Fahrradmaterial, was man damals verwendet hat. Das ist ein Chromolybdän-Stahl. Bei anderen Fahrzeugen, jetzt mal früheren Datums, ist es mitunter so, dass es in der Stahlherstellung bestimmte Epochen gab. Also die Stahlherstellung war ja nicht immer gleich, sondern es gab eben unterschiedliche Verfahren, die man verstärkt eingesetzt hat oder die ersetzt wurden durch andere Verfahren. Also begonnen hat das damals alles mit so einem Bessemer Stahl, das kennt man vielleicht noch mal, hat man mal gehört, das ist ein Thomas-Stahl-Verfahren. Dann hat man Siemens-Martin-Stahl-Verfahren gehabt oder Elektrostahl. Heute ist das eher so ein Sauerstoff-Blasverfahren, also modernere Stahlherstellung. Und alle diese Herstellungsverfahren haben eine eigene Charakteristik, die den Stahl später ausbilden. Das heißt, wenn man ihn analysiert, dann kann man durchaus Rückschlüsse aufgrund der Analyse darauf ziehen, wie der Stahl hergestellt worden ist. Okay. Und dazu kommen natürlich auch bestimmte Grenzwerte, die man über die Normen festgelegt hat. Also bestimmte Stähle mussten irgendwann auch eine bestimmte Reinheit haben. Das hat man immer so festgelegt. Und wenn ich jetzt zum Beispiel eine Analyse habe, wo ich bei bestimmten Elementen über Grenzwerten bin, dann ist es sehr wahrscheinlich, dass die früher hergestellt worden sind, als zu dem Zeitpunkt, als der Grenzwert festgelegt worden ist. Und das sind eben Methoden, wie man das so rauskriegen kann, also in den Stahl einer bestimmten Epoche zuzuordnen.
Und wir haben natürlich auch dadurch, dass wir sehr viele Stähle analysieren, wir sind also viel auf Schrottplätzen beispielsweise unterwegs oder in Sammlungen, wo sehr viele originale Autos drinstehen, was sehr wichtig ist, die müssen original sein, damit wir unsere Datenbank nicht verfälschen. Aber wir können eben auch über allein die schiere Datenmenge, die wir haben, schon ziemlich klare Ableitungen darüber fahren, dass diese Stähle eben mit bestimmten Epochen auch kongruent sind. Also der direkte Vergleich mit anderen Fahrzeugen hilft da auch sehr stark weiter. Findet man bei alten Alpha-Autos noch Originalstahl oder muss man sich schon durch den Rost kämpfen? Ja. Kleiner Scherz. Naja, das ist tatsächlich, also die Integrität unserer Datenbank ist ein ganz entscheidendes Moment. Also wenn man sich jetzt vorstellt, man würde also rumlaufen und irgendwelche Autos analysieren und diese Daten in die Datenbank einspielen, die einem dann später hilft, Vergleiche heranzuziehen, dann kann es ja durchaus sein, Thema Alpha oder VW in den 70er Jahren beispielsweise, dass man eben auf Blech stößt, was durchaus später ersetzt worden ist. So, das heißt, es würde sofort die ganze Datenbank verfälschen. Also diese Integrität der Datenbank ist unglaublich wichtig und wir haben bei uns so eine Art Ampelsystem, da kann ich sozusagen bestimmte Datensätze invers schalten oder ich kann sie kritisch schalten. Das heißt, ich bin mir nicht ganz sicher, ob der Datensatz wirklich aus der Zeit stammt, von der Fahrgestellnummer oder von dem Produktionsdatum des Fahrzeuges. Und dann eben andere Datensätze, wo ich mit Sicherheit weiß, sie sind definitiv original aus dieser Zeit, sie sind also auch belastbar für die Datenbank im Einsatz, nicht? Da muss man sehr vorsichtig sein. Ist das nicht auch teilweise bei alten Autos so, dass man vielleicht an die Rohmaterialien nicht so einfach rangekommen ist, sagen wir es mal, Porsche 356 zum Beispiel. Ich meine, das waren ja noch teilweise Wirrungen kurz nach dem Krieg oder sowas, wo man gesagt hat, irgendwie jetzt komm ran mit dem Stahl, ganz egal, wo es herkommt. Oder sogar der Porsche, sagen wir mal, der erste Boxster zum Beispiel, der ist teilweise in Finnland gebaut worden, teilweise hier, da. Also sind da nicht teilweise auch unterschiedliche Stähle pro Auto verwendet worden oder sowas? Oder? Unbedingt. Also das ist tatsächlich auch so. Also es ist nicht so, dass ein Auto vollkommen homogen ist oder die Karosserie oder der Rahmen eines Fahrzeuges zwingenderweise immer vollkommen homogen ist. Porsche 356, da hatten wir jetzt gerade ein schönes Beispiel. Das war ein ganz, ganz frühes Auto. Ich glaube, es war 1949 oder 48, also einer der ersten tatsächlich. Krass, ja. Und wenn man sich das anschaut und sich das Material anschaut, dann sieht man wohl auch, es ist zum Teil sehr alt, zumindest das, was noch übrig alt ist, aber dass diese unterschiedlichen Materialien von vorne nach hinten nicht homogen sind. Das sind also unterschiedliche Chargen, die da verwendet wurden, weil man eben die Materialverfügbarkeit damals gar nicht so sehr hatte. Das heißt, man musste tatsächlich nehmen, was man bekam. Also es ist nicht immer so, dass zwingend ein Auto vollkommen in sich homogen sein muss. Das ist nicht so. Wie ist denn das mit unterschiedlichen Materialien? Also es gab ja noch Magnesium, Aluminium. Funktioniert das Verfahren da genauso, oder? Leider nicht. Also ich habe mich auch sehr intensiv mit dem Thema Aluminium beschäftigt und tue das natürlich immer noch. Das Problem beim Aluminium, was für uns auch ein ganz, ganz wichtiger Werkstoff ist, auch in der Analyse ein sehr wichtiger Werkstoff ist die Tatsache, dass die Aluminiumherstellung ein chemischer Prozess ist. Da sind natürlich auch Verfahren mal ein bisschen geändert worden. Da gab es unterschiedliche Ausbaustufen, aber im Wesentlichen ist der chemische Prozess immer der gleiche. Das heißt, wenn das Verfahren immer das gleiche ist und der Prozess immer gleich bleibt, dann ist es ganz, ganz schwierig rauszubekommen, welche Veränderungen hat man da eigentlich. Und insofern, wir haben durchaus Theorien aufgestellt, die wir mitunter auch schon belegen konnten durch Feldversuche über bestimmte Konzentrationen von Begleitelementen und Spurenelementen im Aluminium. Aber das ist tatsächlich eine Forschung, die uns noch Jahre begleiten wird. Also das Thema Aluminium, mit dem werde ich noch ein paar Jahre zu tun haben. Da freue ich mich auch sehr drauf. Aber es ist ja wie in der Wissenschaft immer, also ich muss eine Theorie aufstellen und die muss ich dann belegen können. Ne? Und dann wird die vielleicht verworfen, weil ich sie nicht belegen kann. Also fange ich wieder von vorne an. Dann nehme ich mir das nächste Begleitelement und gucke, ob ich dann eine Theorie aufstellen kann und versuche die eben dann auch zu bestätigen. Feldforschung, das ist sehr, sehr aufwendig. Das braucht viel Zeit und manchmal kommt man eben auch an den Punkt, dass man die Methoden, mit denen man misst, in Frage stellen muss. Das kommt auch vor und also damit habe ich auf jeden Fall noch zu tun. Wie gesagt, erste Theorien zu den Themen gibt es, aber das steckt wirklich noch in den Kinderschuhen. Interessant, weil ich hätte wirklich jetzt aus meiner grenzenlosen Naivität heraus gedacht, das ist alles fix irgendwie. Es gibt die alten Autos, es gibt die Messmethoden und dann guckt man da drauf und sieht, dass es echt oder falsch ist. Aber scheinbar ist das noch ein fließender
langer Prozess und wahrscheinlich immer schwieriger, Autos zu faken, weil ihr denen doch irgendwann auf die Schliche kommt. Was haben wir noch? Röntgen zum Beispiel. Hast du gesagt. Was sind das für Geräte? Müssen die Autos dann in irgendeine Kiste reingefahren werden oder geht ihr mit den Röntgengeräten zum Kunden an die Autos ran? Also Röntgen war eigentlich auch eine ganz witzige Geschichte. Ich wusste gar nicht, wie man so mit dem Thema überhaupt umgeht am Anfang. Ich wusste auch gar nicht, dass man da eine relativ komplexe Ausbildung sogar machen muss. Also das ist ein eigener Schein, den man da machen muss, damit man das überhaupt selbst machen darf. Ne? Die Ärzte wissen das, auch Bombenentschärfer wissen das, aber ich wusste jetzt nicht. Werkstoffprüfer wissen das auch, aber für Röntgen muss man eine zusätzliche Ausbildung haben. Da muss man auch eine Prüfung ablegen. Dann muss man beim Staatsministerium vorsprechen. Da muss man also auch nochmal einen guten Leumund haben, damit man das machen darf. Also die Hürde, sowas machen zu dürfen, ist relativ hoch. Okay. Wusste ich am Anfang die Strahlung so stark ist, oder? Richtig, weil man durchaus mit Strahlungsintensitäten zu tun hat, die durchaus kritisch sein können. Und man muss eben auch genau wissen, wo man das zum Einsatz bringen kann und unter welchen Umständen das unschädlich ist. Dann muss man sich auskennen mit Dosimetrie beispielsweise. Wie viel Strahlendosis darf man abbekommen, wie lange und wie häufig. Aber witzig war eigentlich, dass wir zunächst mit einem Veterinär zu tun hatten. Das war der erste, der uns so ein bisschen helfen konnte, was so Röntgentechnik angeht, der nämlich auch Röntgentechnik hier verfügbar hatte. Und wir einfach mal rumexperimentiert haben, was kann man eigentlich mit so einem mobilen Röntgengerät, wie es beispielsweise für Kühe oder für Pferde auf der Weide zum Einsatz kommt, was man damit mobil eigentlich machen kann und ob das Röntgengerät eigentlich tauglich ist, beim Auto was zu sehen. Ja. Also für Stahl oder also non-organische Materialien zum Einsatz kommen kann. Und der Mann hat uns sehr geholfen. Das war super. Und wir haben ja ähnlich schwierige Bedingungen wie ein Tierarzt auf der Weide. Ne? Der hat Regen und dann ist es dreckig. Zappeln die Viecher auch noch rum. Die Viecher zappeln rum. Ja. Gut, tun Autos nicht immer, wenn sie nicht gerade laufen. Aber der hat auch sehr schwierige Bedingungen. Der braucht hohe Akkuleistungen, der braucht ein hochauflösendes Bild, solche Bedingungen. Der muss mobil arbeiten können. Und diese Anforderungen waren durchaus kongruent zu dem, was wir so haben. Ja, somit haben wir angefangen und wir haben durchaus gute Ergebnisse am Anfang schon erzielt und haben uns dann tatsächlich, unser erstes Röntgengerät war ein Gerät, was eigentlich bei Veterinären zum Einsatz kommt. Okay. Und mit dem arbeiten wir heute noch. Okay. Ja. Und was für Ausschnitte werden damit geröntgt? Also sind das eher so kleine punktuelle Sachen oder könnt ihr den ganzen Kotflügel damit fotografieren? Sowohl als auch. Also es gibt ja verschiedene Detektoren. Man kennt das früher vom Arzt und da gab es immer so Filme, die dann ausgelesen werden mussten. Das ist ein sogenanntes analoges Röntgengerät, das aber auch ein digitales Bild erzeugen kann. Und diese Filme gibt es in verschiedenen Größen. Also es gibt ganz kleine Filme für sogenannte Dentalröntgengeschichten, also für Zähne beispielsweise. Die kann ich auch mal in den Rahmen reinschieben, wenn ich so ganz kleinere Stellen habe, die ich untersuchen möchte. Ich habe aber auch sehr großflächige Filme, wenn wir zum Beispiel Türen röntgen wollen oder wenn wir großflächig Rahmen röntgen wollen, dann nehmen wir eben die großen Filme. Aber es gibt sowohl kleine als auch große. Okay. Wozu macht ihr das? Also wann sagt ihr, Mensch, da müssen wir mal mit dem Röntgengerät ran? Also weil ihr irgendwelche Schweißnähte finden wollt, weil ihr sehen wollt, ob da das Blech an der Substanz verändert wurde oder was erkennt man damit? Nein, da sieht man genau das, was du gerade gesagt hast. Also man kann eben gucken, ob am Rahmen geschweißt worden ist. Ich sag mal, so ein klassisches Thema ist Mercedes SS, SSK, so diese Themen. Ne? Ja. Langes Chassis, kurzes Chassis, wo ist geschnitten worden, wo sind die Schweißnähte, wie sehen die aus? Das sind so klassische Fragestellungen zu dem Thema. Aber wir können natürlich auch direkt Produktionsnummern uns anschauen, Porsche unterm Armaturenbrett. Oder wir können uns Fahrgestellnummern angucken, die eingeschlagen sind. Und auf so einem Röntgenbild kann man eben auch so Dicke- und Dichteunterschiede ganz gut feststellen. Ne? Also ein klassisches Manipulationsmethode ist, mit Zinn die Nummern aufzufüllen. So, und dann wieder überzuschlagen. Zinn kann man gut verarbeiten. Das ist nicht brüchig, das bleibt weich oder relativ weich, nicht spröde. Und man kann eben Ziffern mit Zinn auffüllen und dann wieder überschlagen. Das kann man sehr gut machen. Unterm Röntgenbild ist Zinn wunderbar sichtbar, weil es eine hohe Dichte hat. Ja, okay. Das heißt, das strahlt richtig schön weiß unterm Röntgenbild. Das kann man wunderbar sehen, wenn mit Zinn gearbeitet worden ist. Das ist für uns immer so ein wunderschönes Bild. Da gucke ich immer gerne hin. Das sieht man immer leuchtend weiß. Siehst du genau die alte Fahrgestellnummer nochmal. Genau. Und das kann man auch genau sehen, was da drunter gewesen ist. Also da haben wir einige Beispiele, wo so mit Zinn gearbeitet worden ist. Und das kann man eben damit ganz gut machen. Ne? Auch Veränderungen am Rahmen in sonstiger Natur kann man da ganz gut sehen. Könnt ihr auch, also ich weiß, dass beim historischen Motorsport teilweise in der Wintersaison Fahrwerksteile geröntgt werden, logischerweise, um zu gucken, ob sie Haarrisse haben oder sowas. Macht ihr sowas auch? Oder Motoren, komplette Motoren, die geröntgt werden, um zu gucken, ob der Block noch in Ordnung ist? Oder so? Also ganze Motoren kann ich natürlich nicht machen. Dafür sind meine Röntgensysteme
mir nicht stark genug, da komme ich gar nicht durch. So ein ganzer Motorblock kann man sich ja vorstellen, das sind ja 2-3 Zentimeter in Summe Gussmaterial. Ja. Das schaffen wir tatsächlich nicht, da komme ich nicht durch. Aber was wir schon mal machen, sind so Sonderanfragen an Materialprüfungen, um zu gucken, ob da Haarrisse drin sind. Das kann man schon ganz gut machen. Das machen wir für Bremstrommeln beispielsweise. Da hatten wir jetzt im Vorkriegsbereich auch einen Fall, da hatten viele Leute mit einer bestimmten Charge an Bremstrommeln Probleme. Die sind am Ende der Geraden, beim Anbremsen sind die zerplatzt. Und da konnten wir eben eine Chargenprüfung machen, konnten mal feststellen, warum das so ist, weil die einfach im Gussfehler hatten. So, das konnte man auf dem Röntgenbild natürlich wunderbar sehen. Also da kommt das schon mal zum Einsatz, ist aber eigentlich nicht unsere primäre Aufgabe. Wir machen sowas auch, ich mache das auch gerne, weil es mich interessiert, weil mich diese Dinge überhaupt interessieren, aber es ist nicht vordergründig unser Geschäftsmodell. Okay. Was haben wir neben Röntgen noch? Na gut, ich habe also jetzt gerade analoges Röntgen angesprochen. Wir haben noch digitales Röntgen. Das ist mit so einer Röntgenplatte. Da arbeiten wir tatsächlich mit einem Röntgensystem, was für besagte Bombenentschärfung eigentlich entwickelt wurde. Da wird gepulste Strahlung ausgesendet. Das ist ein bisschen stärker und hat den großen Vorteil, dass ich keinen Film auslesen muss. Das heißt, ich kann das auch remote bedienen. Das heißt, es läuft über ein WLAN, das ich mir einrichten kann und kann digitales Bild erzeugen. Und das heißt, ich muss nicht direkt am Auto stehen. Ich kann mich also durchaus einen Kilometer wegbewegen oder einen halben Kilometer wegbewegen. Was bei einer Bombe wahrscheinlich wichtiger ist als beim Auto. Ja, genau. Und das kann ich eben remote bedienen. Und ich sag mal, bei großflächigem Einsatz von Röntgentechnik oder wenn ich sehr viel röntgen muss, dann bin ich immer ganz froh drum, wenn ich das zum Einsatz bringen kann, weil dann auch meine Strahlenbelastung nicht so hoch ist, weil ich mich da dislozieren kann. Ja, okay, verstehe. Aber das Bild ist von der Qualität das gleiche, oder? Das ist tatsächlich sogar noch mal eine Ecke besser als das analoge System. Also das ist faszinierende Technik. Leider auch sehr teuer. Aber man kann sie gut zum Einsatz bringen und wie gesagt, ich kann eben sehr viele Probeschüsse machen. Ich kann mich gut auf die jeweilige Situation einschießen sozusagen, kann viele Probeschüsse machen, ohne mich selbst einer Strahlenbelastung auszusetzen oder die Umgebung dann entsprechend auch nicht. Und deswegen setze ich das eigentlich mal ganz gerne ein, weil das unkritischer ist. Okay, alles klar. Wie weit reicht denn die Strahlung? Du sagst, kannst einen Kilometer weg. Also wie viel Abstand hält man beim Röntgenbild? Normalerweise würde man so 5 bis 10 Meter Abstand halten. Im besten Fall hat man natürlich auch noch eine Mauer dazwischen. Ja. Ne, aber es ist schon so, wenn man also mit hochdosierter Röntgenstrahlung arbeitet, dann sollte man schon so mal 10 Meter Abstand haben. Vielleicht manchmal sogar 20, wenn man mit hoher Energie arbeitet. Okay. Und im besten Fall noch eine Mauer dazwischen. Also wir haben es häufig eben so, dass wir auch die Werkstätten, wo wir arbeiten, die müssen tatsächlich geräumt werden. Also da darf dann keiner arbeiten in der Peripherie oder wir müssen tatsächlich einen eigenen Raum haben, wo wir das machen können. Okay, also doch tatsächlich höhere Strahlung, die da rauskommt. Was gibt's neben Röntgen noch? Also wir haben jetzt die chemischen Verfahren, Röntgen. Wir haben noch das magnetooptische Resonanzverfahren. Das ist für uns erster Test für die Fahrgestellnummer. Das ist ein Verfahren, das ist ursprünglich eigentlich entwickelt worden, um Waffen zu untersuchen. Auch Waffen haben ja Seriennummern und wenn man die Waffe unkenntlich machen möchte, schleift man die Seriennummer raus, klar. Ja. Und dafür hat man das Verfahren eigentlich entwickelt. Das heißt, also wir bringen also in das Werkstück oder in den zu untersuchenden Teil ein starkes Magnetfeld ein. Und dieses starke Magnetfeld wird eben abgelenkt durch Gefügeveränderungen. Die können unterschiedlicher Natur sein. Das sind Lunker, das sind Inhomogenitäten, das können aber auch Schlagzahlen sein. Aber auch ehemalige Schlagzahlen, die rausgeschliffen wurden, denn das Material ist tiefer verdichtet, als man es tatsächlich optisch sehen kann. Das heißt, also auch durchaus kann es sein, wenn Schlagzahlen herausgeschliffen wurden, dass darunter das Material immer noch so verdichtet ist, dass es das Magnetfeld ablenkt. Okay. Und diese Ablenkung kann man sichtbar machen und gegebenenfalls tauchen dann eben auch wieder andere Schlagzahlen auf, die man optisch gar nicht mehr sehen kann. Ja, und dieses Verfahren wurde eben adaptiert auch für Kfz-Fahrgestellnummern und es wird vorrangig eingesetzt von Behörden eigentlich. Die verwenden das, um eben bei gestohlenen Fahrzeugen zu schauen, ob da die Identitäten geändert wurden. Und aus diesem Grunde heraus haben wir das also von der Firma erworben. Wir haben das auch intensiv getestet und es hat uns tatsächlich überzeugt, dass das mitunter sehr hilfreich sein kann. Der große Vorteil ist, es ist sehr, sehr einfach einzusetzen. Man hat keine Röntgenstrahlung beispielsweise. Man hat eigentlich nur einen starken Magneten, den man applizieren muss und das Auslesen dauert 1 Minute.
Also das Ergebnis ist sehr schnell verfügbar und man kann eben auch schauen, ob beispielsweise Schleifspuren da sind. Auch die kann man auf dem Bild dann sehr gut erkennen oder sonstige Veränderungen, die untypisch sind. Das kann man also für den ersten Test sehr gut einsetzen. Müssen nur die Damen und Herren mit Herzschrittmacher den Raum verlassen. Ja, genau. Okay. Ja. Also das ist aber nur im Endeffekt für Fahrgestellnummern oder setzt man das noch für andere Teile am Auto ein? Also ich nutze es für Motornummern, ich nutze das für Produktionsnummern, für Fahrgestellnummern, also eigentlich alles, was Nummern trägt am Auto, hat, ja. Dafür nutzen wir das eigentlich. Okay. So, jetzt haben wir ja schon einige Autos auch genannt, also Mercedes SSK, Porsche 906, früher 356er. Das sind natürlich alles so High-End-Autos. Ab wann lohnt es sich denn, zu euch zu kommen und solche Gutachten zu machen? Also ich sag mal jetzt, bei Autos unter 10.000 Euro braucht man wahrscheinlich nicht, um die Originalität zu streiten, aber ab wann kommen Autos zu euch? Also ich habe schon Autos gehabt, die haben genau diese 10.000 Euro Wert gehabt. Ne? Also wenn ich jetzt einen VW Käfer habe und da ist die Fahrgestellnummer verändert und ich gucke mal eben fix mit der Magneto-Optik da drüber und schau mal, ob da was und wenn was verändert worden ist, dann kostet das 350 Euro. Also dann ist das jetzt nicht so extrem teuer, dass es sich nicht lohnen würde. Also wir fangen da durchaus niederschwellig an. Ne? Klar, die komplexeren Untersuchungen, auch im Verbund der unterschiedlichen Systeme, kommen natürlich meistens bei höherwertigen Fahrzeugen zum Einsatz. Aber im Wesentlichen kann das jedes Auto betreffen, dessen Identität gegebenenfalls mal geändert wurde und man eben rauskriegen will, was war das eigentlich mal oder ne, was ist verändert worden. Gibt es da irgendwelche aktuellen Fälle, wo du so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern kannst, wo Leute gekommen sind und gesagt haben, schau mal hier, was ich ersteigert habe, und dann hat sich es als Gurke erwiesen? Also interessant sind eigentlich alle Fälle so ein bisschen für sich. Also ich finde interessant, dass heute mittlerweile Autos zu mir kommen, die ich schon mal hatte. Das ist alte Schule, ne? Da weißt du bist alt. Wo aus irgendeinem Grunde die Gutachten, die ich geschrieben habe, nicht mehr verfügbar sind. Das ist interessant. Das finde ich ganz interessant. Aber ich hatte einen Fall, da ging es auch um moderne Fahrzeuge. Da kam tatsächlich ein Rallye-Fahrer zu mir. Er fährt aktuell WRC oder fuhr damals aktuell WRC. Und nach der Saison kauft er die Rallye-Autos immer. Okay. Mit denen er unterwegs war. Also es ist nicht Walter Röll, der ist zu geizig dazu. Hat das nie gemacht. Das möchte ich ihm nicht unterstellen. Das haben wir mal erzählt, ja. Und der kauft diese Rallye-Autos immer. Die gehen dann in den Großhändler und kommen dann in einen Pool rein und dann werden die verkauft. Okay. Weil die Fahrzeuge häufig dann nicht mehr kompetitiv sind oder weil Abnahmen ablaufen etc. Aber diese Autos gehen dann in seine Sammlung rein, kann man nachvollziehen. Und bei dem einen oder anderen Auto hat er durchaus Zweifel daran, was mit dem Auto sei. Er sagt, irgendwas stimmt mit dem Auto nicht. Und er brachte uns den Wagen, rief an, brachte uns den Wagen und sagt, bitte guckt euch mal die Fahrgestellnummer an. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob mit dem Auto alles in Ordnung ist. Und ob es das Auto ist, mit dem ich eigentlich gefahren bin. Okay. Und wir haben uns die Fahrgestellnummer angeguckt und siehe da, das Röntgenbild hat völlig klar gezeigt, dass wirklich rundherum um die Fahrgestellnummer geschweißt worden war. Aber eben nur um die Fahrgestellnummer. Ja, und das hat natürlich gewisse Zweifel genährt, dass mit dem Auto wirklich alles in Ordnung ist. Und das haben wir ihm mitgeteilt. Dann sagt er, das zweite Auto ist schon unterwegs zu euch. Und siehe da, beim zweiten Auto war das auch so. Und ich kann nicht sagen, warum das so ist. Also das war ja auch nicht unsere Aufgabe, aber im Wesentlichen konnten wir eindeutig nachweisen, dass bei diesen Fahrzeugen an der Fahrgestellnummer massiv manipuliert gewesen ist. Und die ist ihrem eigenen Fahrer eine Fake-Gurke verkauft, oder was? Ja, und die Autos waren ein Jahr alt, nicht? Also das war verrückt. Also wie gesagt, ich kann es nicht mehr herleiten, warum das so gewesen ist. Hat vielleicht was mit den Abnahmen der Fahrzeuge zu tun. Vielleicht hat er einen Unfall gehabt und den vergessen. Vielleicht. Aber wie gesagt, das waren neue oder nagelneue WRC-Autos waren das. Ja. Und das war schon sehr komisch. Also das war sehr eigenartig. Aber ansonsten haben wir natürlich auch sonst tolle Fälle. Ne? Also klassische Fahrzeuge, ist mal vom Pizzarini angefangen über Mercedes 300 SL. Wir haben alles schon gehabt, was irgendwie in irgendeiner Form verändert, gefälscht oder manipuliert wurde. Also manche Dinge haben wir auch durch Zufall rausgekriegt, wo ich gesagt habe, komm, wir röntgen mal eben fix. Das machen wir, weil wir die Sachen gerade dabei haben und oh Mist, rausgefunden, die Fahrgestellnummer ist verändert worden. Ne? Okay. Also manchmal ist das auch dem Zufall geschuldet und dann tauchen natürlich Fragen auf, was ist mit dem Auto passiert. Manchmal dachte ich mir, wäre es durchaus sinnvoll gewesen, ein Auto einfach mal zu wiegen. Ganz profan. Auch darüber habe ich mal nachgedacht. Ich hatte einen Mercedes 300S und das Auto war von vorne bis hinten nicht koscher. Das Auto war wirklich komisch. Also
ein wertvolles Auto, so mal 500.000, 250.000 vielleicht. Und wir haben festgestellt, dass dieses Auto in Holland ein kompletter Nachbau war. Aber dass eben viele Teile an dem Auto viel, viel massiver ausgefallen sind als im Original. Das haben wir später festgestellt. Und wir hätten uns die ganzen komplexen Untersuchungen bei dem Auto komplett sparen können, wenn wir den Wagen einfach mal auf eine Waage gestellt hätten. Und der war mit Sicherheit 400 Kilo schwerer als das Original. Oh Gott. Ja. Also so einfach wäre es gewesen. Ja. Also das war ganz witzig. Also dachte ich, okay, wiegen müssten wir eigentlich in unser Portfolio noch mit aufnehmen, dass wir die Autos einfach mal auf die Waage stellen, mal gucken, entsprechen die überhaupt dem Gewicht des originalen Autos. Ja. Das war schon sehr herausragend. Nein, also es ist natürlich häufig eben leider auch so, dass wir dann eben auch mit Schicksalen zu tun haben. Klar, ne? Also Autos sollen vererbt werden beispielsweise. Das sind Fälle, die wir häufiger haben. Das ist jetzt, die Fahrzeuge gehen in die nächste Generation, die Sammlungen gehen in die nächste Generation und der potenzielle Erblasser möchte eben wissen, dass das, was er vererbt, auch vollkommen in Ordnung ist, möchte das eben sicherstellen und durchaus kommen dann eben auch veränderte Fahrzeuge ans Tageslicht, wo der geneigte Eigentümer dann sagt, die habe ich seit 30 Jahren, das kann doch gar nicht sein. Doch, auch vor 30 Jahren sind Autos schon manipuliert und verändert worden oder gab es schon Nachbauten. Und da gibt es zum Teil dann eben doch auch sehr unliebsame Überraschungen, das muss man auch sagen. Für den Erbschaftssteuerzahler vielleicht ganz schön, dass er sagt, zum Glück ist es ein Fake, jetzt spare ich noch mal ein paar Millionen. Ja, okay. Also gibt es irgendwie Autos, wo du sagst, wenn man damit auf den Hof kommt, die Wahrscheinlichkeit ist eigentlich größer, dass es ein Fake ist als ein Original? Na gut, etwas weiter hinter uns steht eine Cobra. Ja. Ist also ein Fahrzeug, wo ich immer kritisch hinschauen würde. Ja. Natürlich guckt man sich auch die Historie der Fahrzeuge an. Also wir sind ja nach wie vor noch Gutachter, wir sind ja nicht nur Forensiker, sondern ich schaue mir natürlich auch die Historie der Fahrzeuge an. Ich gucke mir an, wo kommt das Auto her? Taucht so ein Auto ganz plötzlich auf und hat 40 Jahre vorher keine Geschichte? Oder also was haben wir an Unterlagen? Sind die Unterlagen original? Sind die echt? Sind die wirklich alt oder sind sie nicht nur auf altes Papier gedruckt? Auch das gibt's. Haben wir auch sowas müsst ihr auch noch machen, ne? Solche Gutachten. Ja, also Dokumentenprüfungen machen wir zum Teil auch. Da haben wir einen Spezialisten hier in Mainz, der hilft uns da häufiger. Der guckt sich eben auch mal Dokumente an. Ich mache das immer so ein bisschen auch mit der Nase und riech mal dran, ob die wirklich alt riechen. Altes Papier riecht auch speziell. Ja. Das kann man auch so dauernd ein bisschen rauskriegen. Aber im Wesentlichen ist das schon ein großes Thema auch. Dokumentenprüfung ist genauso wichtig. Aber Cobra, würde ich sagen, ist so ein Fahrzeug, da sollte man schon mal genauer hingucken. Na gut, der klassische 2,7 RS Porsche ist halt eben auch so ein Fahrzeug, wo es doch einige mehr gibt, als original gebaut wurden. Und der Mercedes 300 SL. Also ist tatsächlich auch ein Auto, das wir sehr, sehr häufig untersucht haben und wo wir tatsächlich auch viele, viele Fahrzeuge rausgekriegt haben, die nicht in Ordnung waren. Aber 300 SL, also beim 2.7 RS ist natürlich der Kaufmann eine T-Karosse, verbreitert sie ein bisschen in Anführungszeichen, macht noch so ein paar Leichtbauteile und dann kann man schon mal RS hinten ranschreiben, wenn man den Bürzel hinten drauf baut. Beim 300 SL, da musst du eigentlich den kompletten Wagen nachbauen, oder? Da gab es ja keine Basis, auf die du zurückgreifen konntest, die irgendwie billiger war. Naja, aber es ist ja, für den 300 SL gibt's ja auch alles. Die Autos sind ja nun auch relativ wertvoll. Also ich sag mal, so zwischen 800.000 und 2 Millionen ist ja alles drin. Nicht? Also, und wenn man sich jetzt überlegt, ich muss einen Rahmen neu anfertigen lassen auf einer Rahmenlehre, weil ich einen Rahmen neu machen muss, weil er eben kaputt ist. Wenn ich einen Rahmen mache, dann kann ich ja noch einen machen. Also der Aufwand ist ja überschaubar. Und gerade wenn man einen sauberen Prozess hat, dann kann man das auch sehr gut machen. Und wenn ich Karosserieteile fertige und Karosserielehren mache, dann lasse ich meinen Lehrling ja nicht eine Karosserie machen, sondern macht er halt 10 oder Kotflügel oder was auch immer. Und natürlich gibt es auch die Motoren noch, die kann man heute neu gegossen, die Blöcke kann man kaufen. Also für das Auto gibt es ja alles. Das heißt, die Summe der Teile ergibt natürlich auch wieder ein Auto, nur dummerweise ohne Identität. Das heißt, die Identität fehlt ja dann eben auch noch, um das Auto legal auf die Straße zu bekommen. Und das ist ja auch die große Problematik letzten Endes bei diesen Bugattis und frühen Alphas. Es ist ja auch immer so, ne? Man hat eine Hinterachse, man hat einen Motorblock, vorne links die Felge und vielleicht noch einen Handbremshebel und sagt, ja gut, diese Teile gehörten mal zu Fahrgestellnummer XY. Was fehlt, ist der Rest des Fahrzeuges. Gut, existiert nicht mehr, aber im Wesentlichen können wir ja das Auto, ich nenne es mal, restaurieren. Und so werden aus verschiedenen Teilen, wird ein Auto wieder zurück ins Leben gerufen, wobei natürlich 80% neu sind, ne? Eben nur ein paar alte Teile verbaut. Das gibt's ja sehr häufig. So, und dann ist die Frage, ist es jetzt ein Fake oder ist es
der Rest eines originalen Autos. Also auch diese Abgrenzung ist ja nicht immer so leicht zu treffen. Ja. Ich kann nur rausfinden, was alt ist und was nicht alt ist. Oder ich kann sagen, was verändert wurde, was nicht verändert wurde. Aber ich erlaube mir dann kein Urteil darüber, was das Auto denn dann ist. Denn mitunter ist das durchaus eine philosophische Betrachtung. Das stimmt, aber du bist am Ende der dann noch einen Preis drunter schreiben muss, oder? Manchmal muss ich auch das. Also. Manchmal muss ich auch das, natürlich, klar. Das ist dann ein anderer Job, das ist dann eine andere Fragestellung. Was ist es denn wert? Ja. Wir hatten jetzt auf der Messe in Paris, hatten wir mehrere Fahrzeuge, auch Bugatti, wo genau das der Fall war. Ja, da waren bestimmte Teile an dem Auto waren tatsächlich alt und sie waren auch einer bestimmten Fahrgestellnummer zuzuordnen, aber der Rest des Autos war neu. Mhm. Wenn man damit offen und ehrlich umgeht, dann kann der geneigte Käufer oder auch der Gutachter sich ein Urteil dazu bilden, wie ist das im gesamten Marktgefüge zu betrachten. Das kann man ja machen. Dennoch bleibt es wieder eine philosophische Betrachtung. Ist es denn noch das originale Auto oder gar nicht mehr? Oder was ist es denn eigentlich? Ist es ein Hybrid? Ist es ein sogenannter Bizza, wie man so schön sagt? Was ist es? Das ist mitunter nicht so einfach. Wie ist denn das eigentlich, wenn du aus heutiger Sicht aktuelle Autos mal in Zukunft betrachtest? Also ich rede speziell von Carbonfaserkarosserien. Das gab es ja damals noch nicht bei den Autos, von denen wir jetzt umgeben sind. Wird das da schwieriger, diese Gutachten zu machen? Oder ist die Dokumentation der Hersteller inzwischen besser geworden? Weil das ist ja manchmal auch noch ein Problem. Ne? Früher, da sind dann mal gern Archive vielleicht verloren gegangen oder sowas. Oder ist nicht alles aufgeschrieben worden, was in der Serie eingeflossen ist. Ist das heute besser? Also ich glaube schon, dass man auch damals sehr viel aufgeschrieben hat. Also um es mal ganz global zu betrachten, ob man jetzt insbesondere bei deutschen Marken, ist das schon so. Es ist nur die Frage, ob noch alles verfügbar ist und ob wir tatsächlich auch über alles verfügen können. Das tun wir natürlich nicht. Das ist auch klar. Ich glaube schon natürlich, dass die Dokumentation besser geworden ist im Laufe der Jahre. Natürlich ist das so. Und heute wird sie mit Sicherheit auch einen Höchststand erreicht haben. Allein, weil man die Daten ja heute ganz anders wegspeichern kann, als das früher der Fall war. Früher hatte man Hängeregistraturen und Aktenordner. Furchtbar. Hat man heute ja alles nicht mehr. Ja. In den 70ern kam dann irgendwann der Mikrofisch, der hat da schon einiges viel leichter gemacht. Aber auch die muss man erstmal auslesen können. Da braucht man Geräte für, das ist auch alles nicht so einfach. Also insofern, ich glaube schon, dass die Dokumentation heute einfach aufgrund der Tatsache, dass man es heute gut speichern kann, viel, viel besser geworden ist. Ob mir das später hilft, kann ich nicht sagen. Also mit modernen Materialien experimentieren die natürlich auch rum. Ne? Also auch Carbon, was du gerade gesagt hast, ist ein großes Thema. Wie kann man das röntgen? Kann man das überhaupt röntgen? Und wenn, was sieht man darauf eigentlich? Thema auch Fahrräder kommt natürlich auch. Und die Frage stellt sich auch bei Aluminium beispielsweise. Ne? Aluminiumröntgen ist nicht einfach oder ist eine ganz besondere Herausforderung. Warum? Aluminium ist ein sehr poröses Material und das erzeugt eine sehr hohe Streustrahlung, die ein leider nur sehr diffuses Bild erzeugt. Das heißt, man muss damit ganz wenig Power rangehen, aber einer langen Belichtungszeit, aber mit ganz wenig Strahlungsintensität, um da ein einigermaßen vernünftiges Bild hinzubekommen. Aber Aluminium ist und bleibt tatsächlich eine große Herausforderung. Und Carbon? Und Carbon ist tatsächlich ähnlich, ist auch ein sehr poröses Material. Auch das erzeugt viel Streustrahlung. Nachdem es aber nicht so dicht ist, lässt es durchaus auch die Bilderzeugung zu. Aber man muss eben auch genau wissen, was man da tut. Also da muss man einen sehr genauen Versuchsaufbau haben und man muss auch viel rumexperimentieren, um tatsächlich ein vernünftiges Bild zu erzeugen, um Schäden beispielsweise am Carbon auch überhaupt sichtbar zu machen. Also da kann man nicht einfach draufhalten und mal gucken, was passiert. Das funktioniert nicht. Also auch da muss man sehr viel experimentieren, Versuchsaufbauten machen und schauen, ob man dann überhaupt, ob die Ergebnisse verwertbar sind. Ne? Manchmal sind profane Untersuchungen wie, ich sage, eine ganz klassische Rissprüfung, die man eben mit Kontrastfarbe beispielsweise macht, die kann einfacher sein, als mit großer Technik da anzurücken. Das macht nicht immer Sinn. Ja, okay. Kann man bei Carbon dann noch die Faserstruktur erkennen auf dem Röntgenbild oder kann man einfach nur sehen, ob da ein grober Riss drin ist? Oder? Man kann das durchaus sehr gut die Faserstruktur auch erkennen, aber wie gesagt, das ist muss nicht immer sein. Ne? Das muss nicht immer sein und man muss wirklich wissen, was man tut. Man muss wissen, wie viel Layer das ganze Ding hat, wie das aufgebaut ist. Ist das überhaupt Unfallschäden repariert worden, oder? Da werden dann noch auch neue Fasern einfach drauf laminiert teilweise. Ne? Genau, genau. Also diese dicken und dichten Unterschiede kann man dann schon auch sichtbar machen. Okay. Dann weiß man, okay, da ist was verändert worden. Aber das kann natürlich auch schon vom Hersteller gemacht worden sein. Wenn ich jetzt nicht 10 Rahmen miteinander vergleichen kann, sondern ich habe jetzt nur einen Rahmen von der Firma, keine Ahnung, Specialized,
und die haben, was weiß ich, unten am Unterrohr direkt zum Lenkkopf haben die so eine Verstärkung, dann kann die durchaus bewusst dort sein, weil das der Teil des Rahmens ist, der meistens reißt, direkt am Steuerkopf vorne. Zumindest sagt das unsere Erfahrung, wenn was kaputt geht, geht's meistens da kaputt. Aber das kann eben auch eine Verstärkung sein, die der Hersteller eingebracht hat. Dass Fahrräder inzwischen auch schon so ein Thema sind, aber klar, bei den Preisen vom Fahrrad, ja, so ein Carbonrad, ist dann noch mit Elektromotor ist man auch schon im 5-stelligen Bereich gut drin. Ne? Und bei Autos, wie ist denn das eigentlich? Könnt ihr da auch so Festigkeitsprüfungen machen? Gerade jetzt mal so ein Carbon-Chassis, nehmen wir jetzt mal so ein Carbon-Monocoque, geht los beim Ferrari Enzo zum Beispiel. Wird das Material nicht auf Dauer auch poröser oder so? Oder glaubst du, dass man in 40 Jahren noch sagt, toll, damit fahre ich gern 320? Gut, da gibt's keinen Sprit mehr. Das ist ich müsste spekulieren, aber ich muss dir ganz ehrlich sagen, keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Weil da kommt ja auch noch was auf euch zu, oder? Ich bin dafür noch kein Spezialist, aber das ist tatsächlich ein sehr, sehr interessantes Thema, mit dem man sich mal auseinandersetzen müsste. Da gibt's mit Sicherheit auch Werkstoffprüfer dazu, die sich mit dem Thema schon auseinandergesetzt haben und die auch geguckt haben, wie verändert sich denn so eine Carbonstruktur mit der Zeit, wenn die starken Belastungen ausgesetzt ist. Thema Rennsport, dafür ist er ja eigentlich nun auch mitentwickelt worden, dafür machen das die Hersteller ja auch, dass sie dann eben auch Erkenntnisse gewinnen können, die sie später in der Serie verwenden können. Das kann ich dir nicht sagen, ich weiß es nicht. Okay. Also noch ein weites Feld, was da noch kommt. So, definitiv. Was ist jetzt, wenn man jetzt sowas machen möchte, wenn man Gutachter ist, was braucht man da für einen Maschinenpark? Naja gut, das ist natürlich, wir haben da schon viel investiert, klar, das ist natürlich veritabel sechsstellig, ne? Locker, das geht ganz, ganz schnell. Mein Ziel ist es eigentlich, dass die Kollegen sich auf bestimmte Untersuchungen spezialisieren. Ne? Es muss ja nicht jeder alles können. Wir haben einen Kollegen, der macht Ultraschalluntersuchungen, der kennt sich sehr gut mit dem Thema Ultraschall aus. Allein das ist schon ein Wahnsinnsfeld, sich damit gut auszukennen, Schichtstärkenmessungen zu machen mit Ultraschall beispielsweise. Ein Derivat, was aus unserer Abteilung gekommen ist. Wir haben das erprobt, wir haben es für uns entwickelt. Der Kollege hat sich darauf spezialisiert, der macht fast nichts anderes mehr. Der macht vor allem Gerichtsgutachten mit diesen Themen. Und ich glaube durchaus, dass es den einen oder anderen Sachverständigen geben kann, der sich das eine oder andere aus unserem Blumenstrauß herauspickt und sagt, ich würde mich gerne mit der Altersdatierung oder mit der Analyse von Stahl beschäftigen. So, dann muss er sich eine Maschine kaufen, wir bilden den an der Maschine aus und dann kann er die zum Einsatz bringen. Röntgentechnik ist ein sehr, sehr weites Feld, heute hochmobil einsetzbar, also man kann damit unglaublich viele Dinge tun, aber nicht jeder wird es brauchen. Aber es kann durchaus sein, dass wir Kollegen haben, die sich jetzt darauf spezialisieren wollen, Carbonrahmen zu untersuchen und die einen klassischen Versuchsaufbau machen, der prozesssicher ist und der immer wiederkehrend gleiche Ergebnisse liefert und eben auch klare Analysen darüber macht, ob so ein Rahmen einen Schaden hat oder nicht. Das kann sein. Und das ist das, was ich eigentlich möchte, dass wir sozusagen immer in viele Themen hineinschnuppern, das eine oder andere wirklich bis zur Perfektion auch treiben, aber einen möglichst breiten Blumenstrauß anbieten können für unsere Kollegen, wo die als Sachverständige sagen können, das kann ich brauchen und das kann ich nicht brauchen. Klingt doch alles ganz toll, oder? Und falls euer Interesse geweckt ist, habe ich euch auf meinem YouTube-Kanal noch ein Video gestellt und da könnt ihr sehen, wie so eine Fahrgestellnummer gefaked wird. Jetzt kommt aber doch nochmal Mitja Bartsch zu Wort. Er ist nämlich Mitglied im Management-Team von FSP und falls ihr selbst schon Gutachter seid und euch da etwas breiter aufstellen wollt, hat er noch einige Tipps für euch und er erzählt etwas ganz Interessantes, nämlich, dass die Autos künftig ihre Schadensgutachten nach einem Unfall selbst erstellen können. Wie genau das funktionieren könnte, das hört ihr jetzt. Hier ist Mitja Bartsch. Mitja, und jetzt haben wir gerade gesagt, Thema Klassiker. Mensch, das ist ein Thema, das wird immer stiefmütterlicher von den Autoherstellern teilweise behandelt. Verbrennungsmotoren sind bäh. Und jetzt sagt ihr, interessant sind aber Gutachten dafür. Ist das nicht ein aussterbendes Ding oder warum sind so Nischen für euch so wichtig? Der Markt für einen Sachverständigen oder generell der Markt der Mobilität verändert sich ja sehr stark. Und der klassische Fall, dass ich auch als selbstständiger Einzelkämpfer, als Sachverständiger gut leben konnte von Schadens- und Wertgutachten aus meinem direkten regionalen Umfeld, die Situation, dieser Markt verändert sich sehr stark, weil wir mehr und mehr Flotten haben, mehr und mehr gesteuerte Schäden haben durch die aktuellen Versicherungsverträge, die gemacht werden, aber auch durch das Thema Telematik, durch die E-Call-Funktion von den Fahrzeugen, durch eine Zunahme generell von Flotten, Full-Service-Leasing-Verträgen, Autoabos und so weiter. Und so muss jeder Sachverständige und auch jede Sachverständigenorganisation schauen, wie sie sich für die Zukunft aufstellt. Und wir haben unter anderem hier die Diversifikation erkannt. Das heißt, wir haben einmal in dem Bereich Classic Cars, aber auch in anderen Bereichen wie Land- und Baumaschinen oder Fahrrad sehr, sehr viel
Mühe und Arbeit reingesteckt, um uns breiter aufzustellen und um mit diesem Spezialistentum am Markt sowohl für Auftraggeber interessant zu sein und uns zu etablieren, aber auch das Unternehmen FSP als Franchise-Unternehmen weiterzuentwickeln, weil uns genau diese, insbesondere im Klassikerbereich, hochinteressanten und sehr emotionalen Themen auch dabei helfen, bestehende Franchise-Nehmer zu entwickeln und zu begeistern, aber auch neue Franchise-Nehmer zu gewinnen, weil eben Sachverständige aus dem etablierten Markt dann eher auf die Idee kommen, mal mit uns zu sprechen, wie man denn MSP-Partner werden kann. Ja, okay. Ja, klingt ganz interessant. Also ihr schult tatsächlich auch Leute auf diesen Klassiker-Bereich und das, was der Sebastian eben erzählt hat, oder Sebastian macht das sogar selber, dass ihr sagt, Mensch, für was könntet ihr euch interessieren? Also sind das metallurgische Gutachten oder sind das für die chemischen Gutachten? Dann kann man die Geräte besorgen, ihr empfiehlt das und schult die Leute auch direkt darauf, oder? Ja, wir haben bei der FSP einen sehr großen Aus- und Weiterbildungsbereich. Allein im letzten Jahr hatten wir also über 5000 Teilnahmen in diesem Bereich, wo wir weiterentwickelt haben und weiter geschult haben. Und für den einzelnen Sachverständigen oder auch den Unternehmer mit 1, 2, 3 Angestellten kann es eine ganz interessante Alternative sein, Bereiche weiterzuentwickeln, in denen sie häufig schon aktiv sind. Also ein Wertgutachten, ein Kurzgutachten für ein klassisches Fahrzeug können ja sehr viele Sachverständige sehr gut. Und sich da eben weiter reinzuarbeiten bis hin zur forensischen Untersuchung, das ist gerade im Klassikerbereich eine interessante Alternative für die Sachverständigen. Wir haben aber auch erlebt, dass die Methoden, die wir aus dem Bereich Klassiker jetzt in der Forensik etabliert haben, von bestimmten Sachverständigen genutzt wurden, um auch Untersuchungen an moderneren Fahrzeugen zu machen. Es gibt also auch Partner, die mit Ultraschallgeräten an moderne Fahrzeuge gehen, um beispielsweise Strukturschäden an Carbon-Karosserieteilen zu analysieren oder zerstörungsfrei Vorschadenanalysen an bereits reparierten Unfallschäden zu machen. Und so merken wir, dass mit interessierten Partnern und mit offenen Augen sich die ganze Sache immer ganz spannend weiterentwickelt und dann dafür sorgt, dass man nicht nur interessanter wird, sondern dass man eben auch Nischen besetzt, die durch die großen Flotten und die heute diese starke Nachfrage macht im Sachverständigenwesen darstellen, nicht wirklich besetzt sind. Also wir sehen da eine ganz klare Lücke. Außerdem macht's Spaß. Ja, was macht Spaß, das Thema ist toll, aber es geht auch nicht nur ums Auto und das finde ich ja ganz interessant. Es gibt ja auf einmal auch andere teure Fortbewegungsmittel in der modernen Zeit. Nehmen wir mal elektrifizierte Lastenfahrräder, die kosten ja auch teilweise 10.000 Euro und auch damit kann man gegen Wände fahren. Richtig, das ist ganz spannend und auch ganz spannend, dass es dann noch gar keine richtigen Statistiken zu gibt, gar keine Erhebung, wie viele Unfälle passieren überhaupt, wie viele Haftpflichtschäden haben wir dann im Fahrradbereich. Ja. Wir haben aber eine Situation, dass der Markt leergefegt ist. Versuchen Sie heute mal ein Fahrrad zu kaufen, das wird Ihnen gar nicht gelingen. Wenn Sie was Hochwertiges haben wollen, haben Sie ja Lieferzeiten. Ja. Und wir können in diesem Bereich natürlich auch als Sachverständigenorganisation uns weiterentwickeln. Das geht von Bewertungen von Schäden nach einem Unfall oder auch bei den ganzen Leasingmodellen, die es jetzt so gibt. Ne? Es gibt ja verschiedene Anbieter, die auch über Firmen, Jobrad.de beispielsweise, Fahrräder, Lastenfahrräder, E-Bikes anbieten. Wenn ich da Leasingverträge mache für hochwertige Güter, dann werden die irgendwann zu Ende sein, die Leasingverträge. Und dann muss jemand das Leasingobjekt bewerten und schauen, ist denn tatsächlich eine Beschädigung dran? Ist es das Geld noch wert, was mal kalkuliert wurde als Restwert? Und das machen wir eben auch. Und was auch einhergeht mit der Entwicklung beim Automobil, ist ja ganz spannend zu wissen, wie gut ist denn so ein Akku von so einem E-Bike noch nach 5 Jahren und x Ladezyklen. Ja. Und damit beschäftigen wir uns eben auch. Und die Krönung ist jetzt momentan noch seit 1,5 Jahren, dass wir uns auch mit ganz kuriosen großen Maschinen beschäftigen. Wir gehen also mit diesen Analysemethoden auch an Landmaschinen, an Baumaschinen, an große Bagger oder auch an Mähdrescher und solche Gerätschaften. Wird auch alles geleast nur noch. Genau, da haben wir genau das Gleiche. Sehr wertvolle Leasingobjekte, die dann eben einer gewissen Laufzeit, einer gewissen Nutzung unterliegen, wo Schäden passieren während der Nutzung und wo es eben jemanden braucht, der das wirklich seriös beurteilen kann, wie man dann entweder eine vernünftige Rückgabe hinbekommt oder einen Schaden sauber abwickeln kann. Ja, und du hast mal was ganz Interessantes erzählt, dass du glaubst, dass Autos in der nächsten und übernächsten Generation vielleicht ihre Schadensgutachten sogar selber erstellen. Ja, da gibt es, wenn man mit offenen Augen über die Messen geht und die Fachpresse liest, ganz spannende Entwicklungen. Wir haben ja heute schon die Situation, dass durch den E-Call der Schadensfall ja schon kommuniziert wird. Also wenn man einen Unfall hat, dass das Auto die Rettungskräfte ruft. Genau, ne? Aber es ruft ja nicht nur die Rettungskräfte, sondern es meldet letztlich, was passiert ist. Das heißt, das Auto kann sich selbst diagnostizieren. Also es merkt, mein Airbag ist offen und kommuniziert das. Und wenn ich diese Diagnosefunktion automatisiert im Auto habe, müsste ich ja mit einem Klammerbeutel gepudert sein, wenn ich nicht noch andere Diagnosefunktionen mit rein programmiere, die interessant und auch Kundennutzen stiftend sein können.
Das in Verbindung mit der künstlichen Intelligenz, die ja in aller Munde ist, wird meiner Meinung nach auch dazu führen, dass bei Massenfahrzeugen, also beim Golf, bestimmte Beschädigungen wahrscheinlich automatisch kalkuliert werden können, weil das Fahrzeug aufgrund seiner Sensorik weiß, mit wie viel km/h, in welcher Fahrsituation ist eine Vollbremsung eingeleitet worden, mit wie viel Restgeschwindigkeit bin ich in welchem Winkel in etwas eingeschlagen, wie stark war die Negativbeschleunigung während des Einschlags, ne? Also war es was Hartes oder war es was Weiches? Und dann wird man meiner Meinung nach relativ genau über eine künstliche Intelligenz schon eine Aussage treffen können, das ist jetzt ein Schaden von 4.000 €, Kotflügelstoßstange, Scheinwerfer und so weiter. Und das könnte man jetzt verteufeln und darüber klagen. Wir werden es aber sicherlich nicht aufhalten. Und deswegen ist es wichtig, sich natürlich einmal mit diesen modernen Entwicklungen zu beschäftigen als Sachverständigenorganisation, aber auch zu schauen, gibt es nicht vielleicht Nischen, die ich besetzen kann, die mir dabei helfen, mich breiter aufzustellen und für die Zukunft abzusichern. Du hast übrigens gerade Herbert Dies' schlimmsten Albtraum gesagt, Massenprodukt Golf. Massenprodukt ist der ID.3. Das ist die Zukunft. So, jetzt haben wir das auch geklärt. Nein, toll. Also man kann sich, ich verlinke jetzt hier mal was, würde ich sagen, einfach in den Shownotes. Und wer da jetzt Interesse bekommen hat, vielleicht im Klassikerbereich sich fortzubilden oder sich euch TÜV Rheinland, FSP, der ganzen Gruppe anzuschließen, dann klickt einfach auf den Link in den Shownotes und dann schauen wir mal, ob nicht bald demnächst noch mehr Prüforganisationen grün-blau gestrichen sind. Sehr gerne, würde uns freuen. Herzlich willkommen. Okay, also danke für deine Zeit. Das war die alte Schule für heute. Danke an meine Gäste Sebastian Hoffmann und Mitja Bartsch. Wenn ihr noch mehr erfahren wollt, dann habe ich euch noch einen Link in die Shownotes gestellt. Vergesst auch nicht das Video auf meinem YouTube-Kanal. Auch das habe ich unten nochmal verlinkt. Wir hören uns in der nächsten Woche wieder. Bis dahin fahrt vorsichtig und bleibt gesund. Infos, Bilder und alles Wissenswerte unter der Internetadresse www.alte-schule-podcast.de